Die aktuelle Hauptproblemlage fasst sich am besten mit dem Spruch zusammen: Für den Menschen mit dem Hammer ist jedes Problem ein Nagel. Was meine ich damit? Das Problem eben daran ist, dass hochindividuelle Fälle oft auch eine hochfokussierte individuelle Beratung brauchen. Und das war der Grund, warum wir so gewachsen und erfolgreich innerhalb der ukrainischen Community auch den Leuten geholfen haben, die aus ihrem Land flüchten mussten, weil dort Krieg ist. Und wir es einfach menschlich nicht schaffen konnten, zu sagen, schade, dass die Webseite dir nicht geholfen hat. Aber natürlich, nach 1000 Fällen, die wir bearbeitet haben, über 2950 Personen evakuiert haben, sehen wir natürlich viele Synergien, die wir momentan nur schwerlich nutzen. Außerdem sehen wir bei dieser riesigen Anzahl an Leuten ein wesentliches Problem darin, dass die Beratungsleistung pro Person an Zeitaufwand einfach zu teuer ist und wir hier auch die Kosten reduzieren müssen, ohne signifikant die Qualität zu verschlechtern. Und wie wir das hinkriegen, zeige ich jetzt in dieser Präsentation. Also ihr wisst ja wahrscheinlich alle, dass wir viele verschiedene Sachen machen, wie Evakuierung, Beteiligung an Gemeinschaftsbildung, Integration in das Sozialhilfesystem und so weiter. Wenn wir dann aber auch noch hineingehen und aufsplitten und genau gucken, was jedes Tätigkeitsfeld denn alleine noch für viele Unterpunkte hat, dann wird schnell klar, dass es wirklich sehr, sehr viele Tätigkeitsfelder sind, denen wir uns leider nicht verschließen konnten, da unsere Erfahrung uns gezeigt hat, dass sonst leider keiner diesen Menschen geholfen hätte. Und dies nicht aus Boswilligkeit, sondern weil es dafür kein System gab. Und das ist, was wir genau mit ganzheitlich meinen. Jedem individuell und konkret zu helfen. Und viele der Partner, die wir haben, helfen uns fantastisch genau bei spezifischen Aspekten davon. Leider gibt es keine Partner, die wir kennen, der diesen gleichen ganzheitlichen Ansatz auch in Europa, geschweige denn Deutschland, verfolgt. Nun, man könnte ja sagen, ist das nicht eigentlich die Aufgabe der Regierung? Ja, aber die sprechen halt oft nicht die Sprache oder haben nicht genug Personal. Ganz oft gibt es auch einfach mangelnde Kenntnisse über die Bedürfnisse der Person. Und hier müssen wir von einer Überforderung ausgehen, denn immer häufiger kommen auch Sachen vor, wo taube Personen, die gekennzeichnet taub sind, Einladungen wiederholt zu Telefonterminen bekommen. Leider ist aber die Lage dafür einfach zu ernst und die Schicksale zu groß, um einfach nur darüber sich zu beschweren. Und aus diesem Grund haben wir uns die Frage ganz konkret gestellt: Was können wir realistisch tun, um die Probleme skalierbar zu lösen? Da wir gute Erfahrungen bei dem ganzheitlichen Ansatz offline hatten, planen wir nun, diesen ganzheitlichen Ansatz auch digital zu machen und ohne, dass die Qualität der Beratung leiden muss. Wenn wir diesen Ansatz getestet und verfeinert haben, sind natürlich alle unsere bisherigen und auch neue Partner willkommen, den Geflüchteten aus der Ukraine mit Hilfe der Plattform die Leute nun besser und direkter zu unterstützen. Denn der Plan ist, dass auf diesen Plattformen endlich alle Beteiligten miteinander besser verbunden werden und die Algorithmen und die Datensicherheit einem Zweck dient, den Menschen zu helfen, besser in ihrer neuen Umgebung zurechtzukommen. Und auch wenn die großen Netzwerke sehr geholfen haben bisher bei der Kommunikation, muss man schon sagen, dass sie keine nachhaltige Lösung sind. Und die Hauptgründe sind, dass sie eben die Aufmerksamkeit der Nutzer steuern zu ihrem Eigeninteresse, dass sie leider keine Safe Spaces sind, in der vulnerable Gruppen vor übergriffigem Verhalten rechtzeitig und effektiv geschützt werden können. Sensible Daten kann man über diese Plattform nicht gut verschicken und vor allem kann man sie auch nicht clustern und auswerten. All diese Plattformen sind Besitzer der Daten, sobald man sie hochlädt. Hier gibt es moderne Protokolle, die das viel besser lösen könnten. Und wo man dann tatsächlich mit der individuellen Einwilligung der Nutzer KIs trainiert und man es somit schafft, die Beratungsleistung noch günstiger langfristig anzubieten. Zusammengefasst ist, was wir brauchen, ist eine digitale Systematisierung unseres bisherigen Offline-Ansatzes, damit mehr Leute dezentral befähigt werden, anderen Leuten zu helfen, ohne dass sich die Beratungsqualität verschlechtert, weil, und so dramatisch es auch klingt, tatsächlich ganz oft Menschenleben davon abhängen. Nun stellt man sich natürlich die Frage,
Was sind denn konkret nun unsere Schritte, um diese Plattform zu bauen? Und hier müssen wir sagen, haben wir einen Riesenschritt bereits getan, da wir durch eine Spende eine komplett entwickelte Plattform schon bekommen haben und diese lediglich für unsere Zielgruppen und Bedürfnisse besser anpassen müssen. Aber die Kernfunktionalität mit vielen der Funktionen, die wir jetzt vorstellen werden, sind bereits vorhanden. Und jetzt möchte ich mit einem ungewöhnlichen ersten Schritt anfangen und eben über die Komplexität und Wichtigkeit der Testung dieser Plattform näher ins Detail gehen. Wie wir bereits erwähnt haben, haben wir verschiedene Expertisen. Hier sind die symbolisch wie Evakuierung, Übersetzung und so weiter. Und der Trichter ist natürlich das System. Folglich sind auch die Anfragen, die natürlich kommen. Erstmal werden sie dann auf unsere bisherigen Berater verteilt. Und diese werden während dieser Testphase halt einzeln und behutsam mit unseren bisherigen und natürlich auch neuen Klienten getestet werden. Und da wird auf jeden Fall auch ein großes Augenmerk dann dazu geleitet, welche Use Cases sehr gut funktionieren und bei welchen brauchen wir denn eventuell Nachbesserung, damit eben die Qualität nicht leidet. Im nächsten Schritt planen wir dann natürlich einzelne unserer Klienten und natürlich auch Partner in die Plattform mit zu integrieren. Wir hoffen, durch diesen systemischen Ansatz natürlich massiv die Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Community dezentral aufzubauen. Dann stellt sich natürlich folglich die Frage, wie wird denn aus Hoffnung Sicherheit? Deshalb haben wir unsere langfristige Strategie in 2 Abschnitte unterteilt. Und ich fange mit dem letzteren an, ihn zu erklären, und zwar das Erlangen der Aufmerksamkeit auf unsere Plattform. Denn unsere Nachforschung und Erfahrung zeigt, es gibt jede Menge Information. Es mangelt jedoch oft an Bestrebungen, diese Information tatsächlich aktiv an die Leute ranzubringen. Und das ist unser erster Schritt, quasi viel mehr der Informationen in den Zielgruppen zu relevanten Anlässen und Zeitpunkten zu platzieren. Im nächsten Schritt ist uns dann wichtig, auch viel mehr weiterhin die Solidarität und vor allem mit kleineren Zielgruppen die Solidarität zu zeigen. Also Menschen, welche nicht genug barrierefreie Zugänge haben und diese Geschichten viel zu wenig innerhalb dieser Zielgruppen auch erzählt werden. Das heißt, viel stärker auf fesselnde Inhalte zu setzen und somit der Community zu zeigen, dass ihr Wohlergehen einem tatsächlich wichtig ist. Und dies nicht mit leeren Phrasen, sondern mit tatsächlichen Taten, die man ja die ganze Zeit macht, aber diese eben besser dokumentiert, den Impact des gesamten Projektes zu zeigen, statt darüber zu sprechen. Und genau solche Handlungen erzeugen eben Vertrauen innerhalb der Community und damit auch die nachhaltige Aufmerksamkeit. Aber nun diskutieren wir den Schritt davor, der tatsächlich wichtig ist und relevant. Die digitale Systematisierung unserer bisherigen Offline-Tätigkeiten. Als Grobübersicht sind das Fragebögen und Anamnese, ein CRM-System, die Online-Beratung, eine transparente Qualitätskontrolle und ein kosteneffizienter und transparenter Weg für Direktspenden. Und hier sehen wir auch wieder, dass die unteren Teile dieses Funnels vor allem für Vertrauen wichtig sind, wie die Online-Beratung. Und uns ist eben sehr wichtig zu betonen, dass eben dieses Vertrauen Kern unserer Strategie ist, in allem, was wir machen. Vor allem, wenn wir an langfristige Skalierung denken. Ich möchte kurz noch erklären, warum gerade die Aufmerksamkeit bei uns aktuell in dieser Strategie zweitrangig ist. Im ersten Schritt ist uns vor allem wichtig, dass wir ein selbstverstärkendes System haben. Das heißt, im ersten Schritt ist sehr wichtig, dass einem als Geflüchteter sofort und effektiv geholfen wird. Im ersten Schritt von uns, aber dann im zweiten und dritten Schritten eben auch von anderen. Und je besser wir das systematisieren, umso mehr schaffen wir, dass die anderen sich gegenseitig auch helfen. Wenn wir obendrauf es schaffen, dann die Leute durch ein transparentes, spendenbasiertes Bezahlsystem zu motivieren, werden noch mehr die Leute schaffen, sich gegenseitig zu helfen. Und wenn in so ein System dann Aufmerksamkeit reinkommt, ist das hocheffizient und es verstärkt sich von selbst. Wenn aber genau eben dieses System fehlt, ist die Wirkung extrem stark begrenzt und man schmeißt das Geld buchstäblich für die Aufmerksamkeitsgenerierung zum Fenster raus. Nun nach der strategischen Ebene werden wir ganz konkret uns angucken, wie diese einzelnen Abschnitte der Webseite funktionieren und wie die Journey des Users aussieht. Im ersten Schritt versuchen wir natürlich zu verstehen, wie wir der Person am besten helfen können. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste ist, eine Art Fragebogen auszufüllen.
Diese vorgefertigten Fragebögen werden nach verschiedenen Expertisen sortiert, wie Demenz, Autismus oder hier der Assistenz bei HIV-Fällen. Im Gegensatz zu normalen Fragebögen kann man in diesen sehr viele Medien und Informationen direkt verlinken und somit passiv, aber hochrelevant, ohne dass es die Beraterin Zeit kostet, den Klienten vorab mit nötigen Inhalten zu informieren. Und nachdem der Klient sich die Information angeguckt hat und alle konkret gestellten Fragen beantwortet hat, geht die Unterhaltung nahtlos im Chatraum weiter. Dieser Ansatz spart beiden Seiten sehr viel Zeit, ohne dass die Qualität der individuellen Beratung verloren geht. Der zweite Ansatz ist, dass man von Klienten direkt Fragen zu Themen beantwortet. Das kann man auch wieder über das Profil des Beraters machen, indem man dort auch sieht, live oder wann er Zeit hat, diese Fragen zu beantworten. Der Klient fragt über den Fragebogen an und wenn dann der Beraterin helfen kann, wird automatisch ein Chatraum erstellt. Man kann auch mehrere Berater gleichzeitig sehen und dort auch gucken, wer von ihnen gerade aktuell online ist und wer eben nur zu seinen Sprechzeiten aktuell verfügbar ist. Der nächste Schritt ist optional, bei dem man bei Bedarf, wenn der Case komplizierter ist, sofort Unterlagen von unterschiedlichen Quellen her sicher sammeln kann, damit man diese eben asynchron und mit unterschiedlichen Beratern schnell und effizient begutachten kann. Hierfür gibt es einen hochflexiblen Uploader, der, wie man sieht, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hat, die Möglichkeit sofort auch die Berater auszuwählen oder eben nach der nötigen Expertise zu suchen und somit dann bei den speziellen Beraterinnen auffindbar zu sein. Dateien kann man aus der Cloud hochladen, Videos, PDF. Im nächsten Schritt können dann die Beraterinnen Feedback geben zu den im Schritt davor hochgeladenen unterschiedlichen Dokumenten. Dies passiert in einem sehr übersichtlichen Menü, wo man entweder den gesamten Case betrachten kann oder einzelne Dokumente. Um den Prozess des Feedbackgebens intuitiv zu gestalten, gibt es viele nützliche Extra-Tools, wie auf den Dokumenten zu malen oder Screenshots direkt an einen Kommentar anzuheften. Und das Tolle daran ist auch, dass mehrere Beraterinnen gleichzeitig auf den Case gucken können und Feedback dazu geben, was folglich oft ein großes Zeitersparnis ist. Im nächsten Schritt können die Klienten nun das Feedback der einzelnen Beraterinnen detailliert einsehen. Alle Kommentare werden übersichtlich in einzelnen Karten aufgelistet und können nun vom Klienten einzeln bewertet werden und zu jedem dieser Punkte kann man eine Frage stellen, die dann direkt in den Chatraum der jeweiligen Beraterin gesendet wird, wo man dann die Unterhaltung natürlich effektiv weiterführen kann, bis alle Details geklärt sind. All diese Feedbacks werden übersichtlich in einzelnen Projektkarten sortiert. Dies ermöglicht Klienten, ihre unterschiedlichen Anfragen unterschiedlichen Spezialistinnen zuzusenden, wie unter anderem die Organisation eines Kliniksaufenthalts oder der darauf folgende Umzug in eine barrierefreie Wohnung. Und genau diese systemische, engmaschige Skalierung wird uns später helfen, unsere Assistenz viel, viel dezentraler zu skalieren. Wie bereits nun mehrfach erwähnt, kann man dann im Chatraum mit den Beraterinnen sprechen. Und im Gegensatz zu einem normalen Messenger-Interface ist dies ein komplettes CRM-System, welches auf eine einzigartige Weise das Helfen und Geholfenwerden mit einem einzigen Klick miteinander verbindet. Dies ermöglicht viel einfacher die erlangten Kompetenzen während unserer Beratung anderen innerhalb der Community weiterzugeben, was unserem langfristigen Ziel der viel stärkeren gemeinnützigen Hilfe untereinander sehr zugutekommt. Egal über welchen Weg der Erstkontakt zustande kam, alle Interaktionen werden genau wie bei anderen Messengern nacheinander in einzelnen Chaträumen aufgelistet. Wenn man dann in den Chatraum klickt, sieht man, dass alle vorherigen Interaktionen komplett gespeichert sind und es somit den Beraterinnen nicht schwerfällt, in diesen Situationen sich an jeden konkreten Case zu erinnern und ihm partikulär zu helfen und auch die Sachen anderen Beraterinnen später übergeben zu können. Der gute Nebeneffekt einer stark digitalisierten Beratung ist, dass durch die Vernetzung und die Kleinteiligkeit der Struktur wir viel besser lokale Helden vor Ort finden können. Da aus allgemeiner Beratung nun ganz konkrete, zeitlich beherrschbare einzelne Expertisen werden. Und dafür gibt es extra auf der Plattform eine Sektion. Auf dieser werden Nutzer, die vertrauensvoll sind, freigeschaltet und können dann in ihren Regionen verschiedene Cases sehen, die ihrer Expertise entsprechen. Langfristig ist dieses System auch durch ein Spenden- und Bezahlsystem skalierbar, aber dies ist nicht der Fokus unserer allerersten Phase. Der andere Aspekt jedoch sehr wohl, und zwar das direkt transparente Feedback, welches jeder Klient nach abgeschlossener Beratung bei den jeweiligen Beraterinnen hinterlassen kann.
Diese Transparenz wird uns helfen beim Skalieren der gesamten Dienstleistung, da für alle einsichtbar ist, wie die jeweiligen Beraterinnen den Klienten helfen. Und genau hier hoffen wir uns durch dieses robust transparente System viel mehr Vertrauen für gegenseitige Hilfe zu schaffen, was dann wiederum zu einer unserer Hauptanliegen der anfangs genannten Kostenreduzierung pro Beratung führt. Ich hoffe, ihr seht, dass dieses CRM-System tatsächlich all die Aspekte, die man braucht, bereits beinhaltet, wie eine eigene Videoconferencing-Lösung, Audio-Messaging, Screensharing, ein Messenger-ähnliches CRM-System, ein Terminfindungssystem inklusive Live-Verfügbarkeit, ein komplett integriertes Rechnungsstellsystem, welches nahtlos mit der Zeitstoppfunktion verbunden ist, eigenes Daten-Upload-System inklusive Dokumenten und Videokomprimierung. Und genau mit dieser Bandbreite an Features hoffen wir es genauso ganzheitlich, wie wir bisher gearbeitet haben, auch online zu arbeiten und das Unterfangen somit stärker skalieren zu können. Auch wenn diese Präsentation sich auf die Desktop-Variante bezogen hat, ist ganz wichtig zu sagen, dass die Plattform von Grund auf für das Mobiltelefon entwickelt wurde, was man anhand des Kartendesigns gut erkennt und was zu guter Wiedererkennbarkeit führt, wenn man dann auf den Desktop-PC wechselt. Nun will ich noch ein paar kurze nächste Schritte vorstellen. Und hier wäre vor allem der Newsfeed als erstes zu erwähnen. Und hier ist das Besondere, dass der Nutzer basierend auf seinem Case relevante Informationen, die es im Internet ja gibt, zusammengestellt bekommt. Hier planen wir auch eine technische Schnittstellen anzudocken, damit eben viel Doppelarbeit gespart wird. Aber der Hauptfokus liegt eben daran, dass wir versuchen, für die höchst unterschiedlichen Zielgruppen, die wir haben, auch verschiedene User Journeys zu denken. Und unser Ziel im Gegensatz zu Social Media Plattformen ist eben nicht auf maximale Verweilzeit der Plattform zu fokussieren, sondern auf die Vernetzung untereinander und die Bereitstellung von Beratung und Information. Und eins unserer wichtigsten nächsten Schritte ist, diese Plattform so barrierearm wie möglich zu machen. Auch wenn wir in der aktuellen Iteration nicht planen, Geld zu nehmen, möchte ich noch kurz als letztes die Vorteile eines kosteneffizienten Bezahlsystems in Bezug auf Spenden erwähnen. Denn dies führt unserer Meinung nach zu größerer Spendenbereitschaft, weil, was wir immer wieder gesehen haben bei unseren Spendern, die Leute waren sehr begeistert, dass sie sehen, dass ein großer Teil ihrer Spenden aktiv in die Hilfe einfließt und nur ein sehr kleiner Teil für die Verwaltung immer drauf ging. Und genau da sehen wir großes Potenzial für eine automatisierte Plattform, da dort die Verwaltungskosten pro gespendeten Euro deutlich geringer ausfallen. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen bei der Länge und Ausführlichkeit der Präsentation. Uns war es aber tatsächlich wichtig zu zeigen, dass es einen realistischen Weg gibt, wie man unsere bisherige ganzheitliche Beratungsleistung mit all den anderen Partnern effektiv skalieren kann, ohne dass eben die Qualität der individuellen Beratung leidet. Und da das eben sehr vielschichtig war, dachten wir, zeigen wir es lieber anschaulich und direkt in einem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.